Im Gegensatz zu bisherigen Maschinen ist die Maschine mit Winkelscharen bestückt. Klassisch hat man früher oder verwendet man auch heute noch die Gänsefußscharen. Davon habe ich ein bisschen Abstand gehalten, weil mir das System das neue gut gefällt mit den Winkelscharen. Die Winkelschar hat den Unterschied, dass sie von der Pflanze wegarbeitet und nicht zur Pflanze zu. Weil eine Gänsefußschar durch die V-Form rollt die Erde vor sich her und rollt sie quasi zur Kulturpflanze. Was braucht man dann dazu, wenn die Pflanzen so klein sind? Ich brauche Optikscheiben. Was in dem Fall mir bei der Maschine der Spar mit den Winkelscharen, die von der Pflanzen wegarbeiten, und ihr seht, es bleibt da hinter der Pflanzen die Erde seitlich liegen. Ein wesentlicher Vorteil von dieser Konstruktion, von diesen Winkelscharen ist auch, dass diese Schare konstruktionsbedingt die Erde schneidet, hebt und hinter sich wieder fallen lässt. Die wälzt die Erde nicht vor sich her. Und gerade bei uns da im Trockengebiet ist es ganz wichtig, dass ich meinen Wasserhaushalt sehr gezielt behandle. Und je mehr Boden vor mir herwälzen würde oder vor mir mischen würde, desto mehr Wasser verdunst man. Und das macht die schon nicht, die hebt auf und lässt hinterbei wieder runterfallen. Natürlich, ganz ohne Wasserverlust funktioniert es nicht, aber im Vergleich zu Gänsefußscharen ist dieses Hocksystem schon um einiges wassersparender.